Ja, hallo, mein Name ist Christian Posselt und ich wollte euch heute mein Meisterstück vorstellen, das berufsbegleitend in der Handwerkskammer Trier entstanden ist. Die Idee ist eigentlich entstanden aus mehreren Referaten, die ich in meiner Meisterausbildung erhalten hatte über verschiedene Architekten. Und da hat mich halt diese Formgebung von organischen Formen sehr angesprochen und sowas wollte ich in der Art auf jeden Fall auch machen. Aber nichtsdestotrotz, Form follows Function. Dementsprechend habe ich mir hier erstmal überlegt, was muss überhaupt mein Schrank können. Im Wohnzimmer hat man öfters mal verschiedene Sachen, ein paar Bücher oder ein Tischdecken zum Beispiel. Das sollte alles da rein und es sollte so gegliedert sein, dass es ergonomisch richtig alles zu erreichen ist. Und dementsprechend auch in der Mitte ein offenes Fach für Dinge zu präsentieren, mit Beleuchtung drin. Wo ich mir so die ganzen Ideen überlegt habe, da bin ich auch über die Silhouette von Sylt gestoßen. Und wenn man sich die Silhouette von Sylt genau mal ansieht, ist die auch so rund geschwungen und mit einem Ausleger an der Seite dran. Wenn man sich so alles so gesamt mal anguckt, das könnte auch genauso gut ein Schiffrumpf sein und das hier ein Segel. Angefangen werden musste auf jeden Fall mit den runden Seiten. Die bestehen aus 6 4 mm dicken MDF-Platten, wo die Außenseite und die Innenseite mit Kernbuche furniert ist. Dafür musste ich eine Positiv- und eine Negativschablone herstellen. Das ist dann praktisch, wie so zwei Formen zusammengepresst wurden und dadurch wurde halt die Form hergestellt. Die Pressschablone war halt dementsprechend extrem massiv und auch sehr schwer. Die konnte ich nur noch mit einem Flaschenzug draufheben. Furnier, das hier drauf verarbeitet wurde, ist 0,8 mm dick und jede Seite und auch hier der ganze Korpus besteht praktisch aus 2 Furnierstreifen. An dem ganzen Schrank habe ich darauf geachtet, dass überall die Maserung, die irgendwo weiterlaufen konnte, an dem Korpus, innen im Korpus, überall ist die Maserung, läuft die weiter. Für einen Profi sieht das wirklich aus wie aus einem Guss. Das war halt super aufwendig. Beim groben Zuschnitt musste schon genau geguckt werden, wo welche Maserung an dem nächsten Stück anstößt. Und danach konnte ich halt das Furnier erst zuschneiden, habe die Platten furniert und alle Gärungen, die da dran geschnitten wurden, die mussten halt auch exakt dort passen, damit die Maserung weitergelaufen ist. Dann ging es als nächstes daran, der Hauptkorpus. Da hat sich diese Spitze hier unten als große Herausforderung dargestellt, weil es sind ja beide Platten und jeweils 18 Grad Gärung musste da dran geschnitten werden. Ich habe mir eine Schablone gebaut, wo die Seite eingespannt wurde und dann konnte ich die Gärung an der Fräse an die Seite ranfräsen und auch an den Boden ranfräsen. Weil so eine spitze Ecke, so eine spitze Gärung ist an einer normalen Kreissäge nicht realisierbar. Und als dann der ganze Korpus überall an allen Ecken auf Gärung geschnitten war und alles gepasst hat, musste dann hier unten dann auch noch die Lichtleiste eingefräst werden. Das ist so, dass wir von der ganzen Tiefe vorne noch 1/3 stehen haben und hinten noch 2/3. Das ist so ein gutes Maß, damit der Gegenstand, der da drin steht, dass der immer so ein bisschen von vorne das Licht bekommt. Wenn man jetzt hier mal genau hier drunter stellt, dann sieht man, hier wird ein Schatten drauf geworfen. Und wenn man jetzt wir sind zurück, dadurch wird dann das Ganze alles besser ausgeleuchtet und dargestellt. Das Problem ist halt immer, wenn so Kabel oder Lampen irgendwo drin verbaut werden. Man muss sicherstellen, das ist auch eine Vorgabe von dem Meisterprüfungsausschuss, dass alle elektrischen Teile auch irgendwie wieder ausgetauscht werden können. Deswegen wurden hier unter dieser Platte, die nur angeheftet ist mit 2 kleinen Leimpunkten, wurde hier unten drunter eine Nut reingefräst, in der das Kabel halt eingebaut wurde, damit an dem Trafo, der hier unten hinter dieser Schublade
hängt, damit dann jederzeit wieder ausgetauscht werden konnte. Die Tür hat diese kleinen Scharniere, die habe ich extra gewählt, weil sie einfach so gut wie gar nicht auffallen. Absoluter Vorteil von diesen Scharnieren, die Tür geht 180 Grad auf, ohne dass sie hier irgendwo anschlägt. Weil die Scharniere aber keine automatische Zuhaltung haben, ist hier in dem Bereich, wo dieser Tip-On draufschlägt, ist eine Metallplatte unter dem Furnier eingebaut. Weil die Vorderseite von diesem Tip-On ist ein kleiner Magnet. Und man sieht es schon hier, wenn ich nur leicht da rankomme, wird die Tür angezogen von dem Magnet. Und wenn ich die Tür zudrücke, ist das automatisch auch die Zuhaltung. Die Tür kann also von alleine niemals aufgehen. Alle beweglichen Teile sind mit Tip-On und Push-to-Open, weil ich an dem ganzen Stück von außen sichtbar kein Metall, also kein Griff und keine Scharniere und nichts sehen wollte. So, und hier unten haben wir dann noch zwei Schubläden. Bei der unteren Schublade, da gab es nachher halt diese ultraspitzen Zinkenverbindungen. Wenn man von hier gerade drauf guckt, dann erkennt man die Form auch noch schön. Die waren halt wirklich sehr aufwendig, weil sie halt wirklich so spitz waren. Das sieht man auch auf dem Foto nochmal dazu. Und dadurch, dass die halt so spitz ist, haben wir hier hinten halt noch einen ganz großen Raum, der halt auch noch weiterhin mit nutzbar ist und auch dementsprechend auch sauber gehalten werden. Das hier ist eine ganz normale klassische Zinkenverbindung, wie man sie im Schreinerhandwerk immer wieder noch sieht. Ganz wichtig ist, dass ein Schubkastenboden, der muss eingeschoben sein von hinten und wird von unten festgeschraubt, aber nur im hinteren Bereich. Die Schublade auf der rechten Seite, die ist ganz genauso aufgebaut, nur halt wir haben hier keine furnierte Fläche, sondern hier haben wir lackiertes Glas. Und das Problem ist immer bei lackierten Fronten, bei lackierten Flächen, wo man immer viel drauf drückt, ob man Fingernägel hat oder Ringe hat oder sonstiges, es entstehen mit der Zeit einfach Kratzer. Und um diese Widerstandsfähigkeit wirklich hochzustufen auf das Maximum, habe ich mich dazu entschieden, Glas von hinten zu lackieren, das dann auf eine Trägerplatte draufgeklebt wurde. Weil ich mein Meisterstück ja auch einzigartig machen wollte und falls ich irgendwann mal davon die Schnauze voll habe, dass das mir zu langweilig wird, habe ich mich dazu entschieden, die Fronten zum Austauschen zu machen. Da habe ich hier mit solchen knapp Einhängebeschlägen habe ich gearbeitet. Das sind einmal dieses Teil in der Schublade selbst angebracht und das Gegenstück an der Front. Da habe ich halt noch eine andere Wechselfront zum Beispiel. Das ist einmal diese hier. Das sind richtige Vanilleschoten, die auch wirklich wo auch wirklich noch nach Vanille riechen. Und dann habe ich dasselbe auch noch einmal in so einer Almwiese, wo wir hier halt so diese Kornblüten, so ein bisschen diese andere Farbakzente noch mit drin sind. Und das wird einfach nur angesetzt, dass man wirklich hier in diese Beschläge reinkommt. Und auf der anderen Seite haben wir dasselbe. Wir können hier die Front abnehmen und können dann ganz einfach, weil hier sind auch dieselben Beschläge drin, auf der anderen Seite die Front auch noch tauschen, einfach einklipsen und schon hat der ganze Schrank einen ganz anderen Look. Während meiner Meisterausbildung in der Handwerkskammer Trier musste auch noch ein Projekt durchlaufen werden, das praktisch als Vorbereitung für ein Meisterstück galt. Damals hatte ich dieses Teil mir überlegt gehabt und da habe ich hier jede einzelne Platte dementsprechend draus gefräst. Runde Form, organische Form, dasselbe mit dem Kernbuche, alles komplett in Massivholz. Und auch die Farben wurden auch schon dementsprechend direkt aufgegriffen, wie ich es später beim Meisterstück auch weitergemacht habe. Als indirekte Beleuchtung sind hinten noch zwei LED-Streifen angebracht und zwischen jeder Platte liegt eine 3 mm dicke Plexiglasscheibe und hier scheinen dann hier so ganz zart die Streifen raus. Ich finde es ein sehr schönes Deko-Element, sage ich jetzt mal. Meine Frau findet es nicht so toll, weil das Abstauben davon findet sie gar nicht schön.
Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass es trotzdem nicht stehen bleiben darf und seine Daseinsberechtigung hat. Ja, das hier war ja alles 2017, als ich mein Meisterstück gebaut hatte. Und seitdem ist jetzt auch einiges passiert. Ich habe einen Meister bestanden und ich habe jetzt an der Handwerkskammer Trier eine Dozententätigkeit auch angenommen. Also ich bilde selbst die Meister sogar aus und ich bin auch im Prüfungsausschuss, im Meisterprüfungsausschuss und bewerte dementsprechend auch die Meisterstücke, die jetzt da immer wieder neu entworfen wurden und gebaut werden von den Meisterschülern. Wichtigste ist auf jeden Fall Maßgenauigkeit, dass man auf die Maße genau eingeht, auf das Design, dass es auch begründbar ist, warum man dieses Design gewählt hat. Und damals hat meine Prüfer mein Stück anscheinend wirklich überzeugt, dass es doch für 96 von 100 Punkten gereicht hat. Auch ein Indiz dafür, dass es nicht so ganz schlecht war. Da wurde in der Fachzeitschrift auch über mein Meisterstück berichtet. Also von daher scheine ich einiges richtig gemacht zu haben. Ich habe mich damals beim Bauen schon in das Stück verliebt. Das ist immer noch meins und das darf auch und wird auch dauerhaft bei mir daheim im Wohnzimmer hängen bleiben. So, ich habe euch jetzt mein Meisterstück vorgestellt, habe es euch schön erklärt. Wenn euch mein Meisterstück gefällt, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Alles klar, macht's gut!